Hallo zusammen und herzlich willkommen zu meinem Channel. Wenn immer ich wenig Appetit habe, hole ich stillschweigend den Kimchi aus meinem Kühlschrank. Es hat einen typischen sauren fermentierten Geschmack, der sehr appetitlich ist. Heute teile ich mit euch mein Rezept. Zuerst den unteren Teil des Chinakohls durchschneiden, so wie ich es gemacht habe, und dann mit beiden Händen den Kohl auseinanderziehen. So bleiben die Blätter weitgehend erhalten. Bei jeder Kohlhälfte den Vorgang nochmal genauso durchführen. Als nächstes den Kohl gut waschen. Da wir ihn sowieso salzen werden, ist es gut, wenn noch ein bisschen Wasser auf der Oberfläche ist. Bestreue jedes Blatt großzügig mit Salz und reibe es schön mit den Händen ein. Nachdem der Kohl gut eingerieben ist, das Salz etwa 3 bis 4 Stunden einwirken lassen. Und der Kohl soll jede halbe Stunde einmal gewendet werden. Als nächstes machen wir die Klebreispaste. Verrühre hierfür das Klebreismehl mit dem kalten Wasser in einen kleinen Topf. Gut durchrühren, damit sich keine Klumpen bilden. Dann diese Brühe zum Aufkochen bringen. Anschließend 2 Löffel Rohrzucker hinzufügen und ein wenig rühren. Danach zum Abkühlen beiseite stellen. Als nächstes fügen wir dem Kimchi noch weitere Zutaten zu. Ich bevorzuge den Meerrettich, die Karotten und die Lauchzwiebel. Bereite dann 20 Knoblauchzehen, eine kleine Zwiebel und ein kleines Stück Ingwer vor und püriere diese gut durch. Dann das Gewürzpüree mit der Klebreispaste zusammenmischen. Dazu kommen noch 200 ml Fischsoße und 45 Gramm koreanische Chiliflocken. Wer scharfes Essen mag, soll hier mehr Chili dazu kippen. Nach 3 Stunden verliert der Kohl schon viel Wasser und erreicht diese typische Kimchi-Konsistenz. Schön schlapp und leblos. Jetzt den Kohl unter fließendem Wasser gründlich von Salz befreien. Dann das Wasser und den Saft kräftig ausbringen. Beim Auftragen der Paste willst du unbedingt Handschuhe tragen. Es sei denn, dass du drauf stehst, tagelang mit Knoblauchhänden rumzulaufen. Beim Auftragen muss man aufpassen, dass man es innen und außen gleichmäßig macht. Die Behälter, die für die Zubereitung vom Kimchi verwendet werden, müssen frei von Wasser und Fett sein. Ansonsten neigen der Kimchi dazu, schnell schlecht zu werden. Das Volumen in den Behältern nicht komplett ausreizen. Ein bisschen Luft soll man dem Kimchi schon lassen.
und den Deckel nicht luftdicht zuknallen, denn bei der Fermentation bilden sich Bläschen und die Behälter könnten springen. Für Fall der Fälle ist es zu empfehlen, die Behälter in der Auffangwanne abzustellen. Die Temperatur ist entscheidend. Bei uns ist die Temperatur etwa 20 Grad. Bei der Temperatur ist der beste Geschmack in der Regel nach 5 Tagen erreicht. Ab da stelle ich den Kimchi in den Kühlschrank, um die Fermentation zu verlangsamen. Der Kimchi ist in Korea als wertvolle Vitamin- und Mineralstoffquelle hoch angesehen und lässt sich mit vielen Speisen wunderbar kombinieren. Wenn du mehr erfahren willst, abonniere meinen Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.